Herr Kollege Schlosser, vielleicht sagen Sie uns als erstes den Namen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Mein Name ist Wolfhard Schlosser, ich bin ehemaliger Professor an der Ruhr-Universität für Astronomie. Herr Professor Schlosser, Sie haben viel über Archäoastronomie gearbeitet und das in einer Zeit, als die Leute noch gar nicht alle an Archäoastronomie glaubten sozusagen. Sie sind einer der Pioniere, wenn ich so sagen darf. Was dachten Sie, als Sie zum ersten Mal die Himmelsscheibe in Händen hielten? Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Hier ist sozusagen alles gebündelt gewesen, was die Archäoastronomie eigentlich immer schon vermutet hat, aber noch nie in dieser Konzentration, Deutlichkeit und Schönheit vor sich gesehen hat. Also das war für Sie auch ein bewegender Moment? Das war ein bewegender Moment. Mir wären fast die Tränen gekommen, ja. Herr Schlosser, wie sind Sie dann vorgegangen? Das heißt, wie haben Sie Ihre Analyse vorgenommen? Was haben Sie da gemacht? Also die Astronomie war eigentlich der kleinste Teil. Der wesentliche Teil war, wie genau ist die Scheibe gearbeitet, welche Unsicherheiten bestehen darin, welche Toleranzen bestehen. Und erst wenn man die Toleranzen, die Fehler in der Scheibe weiß, kann man Theorien formulieren, die sozusagen dann auch möglicherweise Bestand haben für längere Zeit. Das heißt, Sie haben erst die ganze Metrik gemacht, die Scheibe sozusagen perfekt vermessen und die Scheibe perfekt vermessen, so gut es ging, aufgrund zunächst Fotos, dann aber aufgrund des Gipsabdruckes und so. Und dann konnte man die Theorien, Hypothesen, die man immer schon hatte, über die Horizontbögen mit den Sonnenauf- und Untergängen zu den Wänden und so weiter, auch endlich mal in Zahlen fassen und auch absichern, dass es nicht irgendwelche Artefakte sind, die man sozusagen dann nur glauben muss. Zum Beispiel Folgendes: Die Horizontbögen haben einen Winkel von ungefähr 90 Grad. Das könnte sozusagen ein Ornament sein, wie ein Tablett, 90 Grad Gold, 90 Grad kein Gold und so weiter. Sie sind aber 82 Grad und deswegen war es wichtig herauszufinden, dass die Fehler in der Scheibe durch die Fertigung eben diese 82 Grad von den 90 Grad deutlich unterscheiden und somit eben die Sonnenwendpunkte wichtig werden lassen und kein Ornament wie auf einem Teetablett. Und Sie sind, so glaube ich, gerade wenn wir bei den Horizonten sind, etwas versetzt und das entspricht der tatsächlichen Beobachtung. Ja, das war für mich sehr überraschend. Die Horizontbögen sind zwar recht genau gefertigt, haben aber eine deutliche Asymmetrie bezüglich zur Mitte. Und in der Tat ist die Sonne, bedingt eben durch die irdische Strahlenbrechung und auch andere Effekte, so, dass sie im Norden einen etwas größeren Spannwinkel hat als im Süden. Und genau das hat uns ja ermöglicht, auch zu sagen, wo Norden und wo Süden auf der Scheibe ist. Das heißt, wenn wir mal die Himmelsscheibe biografisch durchgehen, in der zweiten Phase der Himmelsscheibe ist sie sozusagen plötzlich genordet worden. So ist es. Die erste Phase war sozusagen einfach der Sternenhimmel an sich mit den Plejaden drin und die beiden Großobjekte, Mondsichel, Sonne oder Vollmond. In der zweiten oder dritten Phase ist dann etwas hinzugekommen durch Versetzung der Sterne, was wir als Horizontbögen bezeichnen. Und das muss ein völlig neues Element in der Glaubens- und Religionswelt der damaligen Bronzezeit gewesen sein. Also, wenn wir die erste Phase nehmen, die erste Phase ist ja ein ganz einfaches und simples Bild mit 32 Sternen, Sichelmond und Vollmond. Und hier haben Sie ja darauf hingewiesen, dass es sozusagen nur der Sternenhimmel ist und nur die Plejaden, keine anderen Sternbilder. Nein, keine anderen Sternbilder. Die Himmelsscheibe ist in einer Weise gefertigt, die an moderne grafische Drucksysteme erinnert, nämlich eine Art Chaos der Sterne, ohne aber sozusagen ein vollständiges Chaos zu machen. Denn ein vollständiges Chaos von Punkten erzeugt sofort Klumpungen, Konstellationen wie unsere Sternbilder. Der Künstler damals ist einen Mittelweg gegangen zwischen einer strengen Rasterung der Sterne und einem vollständigen Chaos. Er wollte offenbar einen Sternenhimmel so etwa ähnlich wie er ist zeigen, wo die Plejaden aber hervorstechen und sozusagen als einzig wichtiges stellares Objekt hervorleuchten. Das heißt, die Plejaden sind entscheidend. Und was sind die Plejaden für eine Sterngruppe? Wie muss ich mir das vorstellen? Warum sind die so wichtig? Die Plejaden sind in allen Kulturkreisen wichtig gewesen, von Japan bis hin nach Litauen unserer Zeit. Sie dienten immer den Bauern, aber auch der Schifffahrt, den Schifffahrern, den Seeleuten als Indikatoren für zu unternehmende Handlungen im Jahreslauf. Die Plejaden sind in allen Kulturkreisen, auch in Südamerika, Mittelamerika, immer ein wichtiges Indiz für gewisse Tätigkeiten gewesen, obwohl sie eigentlich am Himmel gar nicht so besonders in Erscheinung treten. Sie sind relativ schwache Sterne, aber wenn ich eine Planetariumsführung mache, die Kinder zeigen immer zunächst an den Sternenhimmel, was ist denn das für eine kleine Gruppe, obwohl die Sterne gar nicht so auffällig selbst sind. Also die Plejaden sind sogar für Kinder sofort der Fixpunkt in einem Planetarium und genauso natürlich für den vorzeitlichen Menschen.
Und was haben die Plejaden für Eigenschaften, dass die sozusagen Kalendersterne werden und für die Leute oder Navigationssterne? Die Plejaden sind natürlich eine herausragende Sternengruppe und selbstverständlich hat jeder Kulturkreis, jede geografische Breite und jede Zeit die Plejaden zu bestimmten Jahreszeiten in anderen Auf- und Untergangsstellungen. Aber weil die Plejaden so auffällig sind, wurden sie immer, neben anderen Sternen übrigens auch, als kalendarische Anzeiger genutzt. So zum Beispiel bei Hesiod, der im alten Griechenland beschreibt, eben Beginn und Ende des bäuerlichen Jahres oder der Ernte. Und eben auch in anderen Kulturkreisen, in Litauen zum Beispiel, sind sie noch in unserer Zeit ganz wichtig gewesen für eben die Aktivitäten der Bauern in dieser Gegend. Die erste Himmelsscheibe ist ja ganz einfach und nüchtern. Ich deute sie als Erinnerungsfunktion eines Einzelnen, der über herausragende Kenntnisse verfügt. Sie selbst hatten ja, wir hatten es damals gar nicht verstanden, auf diese Beziehung Plejaden-Sichelmond hingewiesen und hier hat der Kollege Hansen dann einen Vorschlag gebracht, dass man das wohl sogar als eine Art Schaltregel verwenden kann. Das ist gut möglich, denn diese Mull-Apin-Regel aus dem Zweistromland, die Sie ansprechen, ist in der Tat kodifiziert worden, in vielen Keilschriften vorhanden. Das muss eine ganz wichtige Regel gewesen sein, um das Sonnenjahr und das Mondjahr anzugleichen. Die Frage ist nur nicht, dass man in unserer Zeit, also in der Zeit der Himmelsscheibe, das schon konnte, sondern ob man in der Zeit der Himmelsscheibe am Ausgleich zwischen Sonne- und Mondjahr interessiert war. Und das ist dahingestellt, aber der Kollege Hansen hat recht, die Sache funktioniert. Und Sie haben darauf hingewiesen, dass man sogar eine Mondfinsternis vorhersagen kann, indirekt. Ja, also die Mondfinsternis kann man natürlich nicht in jedem Fall vorhersagen, aber wenn der Halbmond, der zunehmende Halbmond, über den Plejaden entlang zieht, dann ist eben eine Mondfinsternis möglich. Wenn er unterhalb vorbeizieht, dann nicht. Insofern ist es also eine Möglichkeit, aber diese Möglichkeit besteht nur relativ selten und ist also in der Weise vielleicht nicht jedes Jahr, tritt nicht jedes Jahr ein. Und die Scheibe wird dann verändert, das alte Bild wird zerstört, man entreißt zwei Sterne und reißt einen ab. Für mich ein Zeichen, dass man das Bild nicht versteht, dass die mündliche Tradition des Wissens abreißt, dass jemand das alte, kodierte Bild nicht mehr versteht und jetzt etwas Neues macht. Das ist sozusagen letztlich altes horizontastronomisches Wissen, seit dem Neolithikum, was dort aufgebracht wird, aber eben mit diesem Nordversatz, wir haben es gerade besprochen. Aber dieses Wissen, das da drauf ist, haben wir auch in den Kreisgrabenanlagen, wie in Goseck. Ja. Die erste Phase der Himmelsscheibe mit den Plejaden, Vollmond und Mondsichel als Anzeiger des bäuerlichen Jahres ist ein Bild, das im Prinzip auch schon in der Altsteinzeit funktioniert hätte, als nämlich die Leute noch umhergezogen sind und keine festen Horizontmale kannten. Wenn die Horizontbögen dazukommen, dann muss sozusagen der Sonnenlauf über das Jahr schon relativ genau bekannt gewesen sein. Und deswegen sind die Horizontbögen eher ein Teil der Jungsteinzeit, der bäuerlichen Kulturen. Die Himmelsscheibe in ihrer ersten Phase ist eigentlich altsteinzeitlich oder mittelsteinzeitlich. Aber es gibt einen großen Unterschied. Wenn das stimmt mit der These von Herrn Hansen, dass man dann einen Lunisolarkalender machen kann. Wenn man wusste, dass man die Mondfinsternis vorhersagen kann, dann hat man dort exklusives Wissen aufgrund langer Beobachtung oder Mitteilungen des Vorderen Orients, das einem einen ziemlich genauen Kalender ermöglicht, was auch im bäuerlichen Leben interessant ist. Und dann hat man Wissen, das man nicht teilen möchte. Deshalb macht man diesen ganz exklusiven Gegenstand. Und das bedeutet aber auch, wenn die Verschlüsselung stimmt mit den 32 Sternen und 32 Tage seit dem letzten Neulicht, dann bedeutet das aber auch, dass man komplexes Wissen und Regeln in ein einfaches Bild bannen kann. Und das ist doch eigentlich immer ein Zeichen für einen sehr wachen, transformativen Geist. Es ist ja nicht einfach, die einfachen physikalischen Formeln zu finden. Also ich denke auch, dass hier ein Mensch war, der wirklich über diese einmalige Fähigkeit verfügte, ein komplexes Wissen, was aber auch jedem Bauern bekannt war, in dieses einmalige Objekt der Himmelsscheibe von Neva sozusagen zu pressen. Die Himmelsscheibe von Neva ist gewissermaßen die TÜV-Plakette für die anderen archäoastronomischen Objekte, sei es Stonehenge oder wo auch immer, die wir kennen. Es war im Prinzip bäuerliches Wissen. Es war sicher kein Herrschaftswissen, was die Sache mit den Plejaden, dem Beginn, dem Ende des bäuerlichen Jahres anging. Aber dieser Mensch hat es verstanden, diese vielen interessanten Dinge in einer Weise in eine Scheibe zu pressen, die einfach wunderbar ist.
Ja, da bin ich als Archäologe und kulturhistorisch etwas anderer Meinung. Ich glaube, Sie haben recht. Der Auf- und Untergang der Plejaden, das bäuerliche Jahr, das kennt jeder. Aber wenn die Schalterregel stimmt, dann glaube ich, und wenn man die aus dem Vorderen Orient kriegt, dann glaube ich, dass es nur wenige kannten. Das ist ganz sicher richtig. Also die Schaltregel wäre das Element, was sozusagen am meisten nach meiner Meinung Herrschaftswissen oder Priesterwissen verkörpert. Und das ist so ein kostbarer Gegenstand, kann nur jemand aus der Herrschaft machen und das wird das verbinden. Aber gehen wir nun zur zweiten Phase. Das ist also, wie Sie sagen, altes neolithisches Wissen und das wird dann plötzlich zerstört sozusagen durch das Schiff. Eigentlich haben wir etwas ganz Ungewöhnliches, was wir nie in der Vorgeschichte haben. 2 Phasen haben wir einen astronomischen Gegenstand, einen Gegenstand astronomischen Wissens, der mit dem Schiff plötzlich mythologisiert wird. Ja, das ist hochinteressant. Die Himmelsscheibe als solche in ihren ersten Phasen war praktisch nüchtern wie ein Straßenverkehrsschild. Da zieht also kein Pferd die Sonne oder ein mythisches Objekt verkörpert den Mond. Es ist Nüchternheit pur. In der letzten Phase, die Sie angesprochen haben, ist in der Tat so, dass ein mythologischer Gegenstand hinzukommt, der astronomisch so nicht deutbar ist. Hier muss der Astronom schweigen und der Fachmann, der Religionshistoriker oder wer auch immer, hat das Wort. Für mich ist es einfach eine Ergänzung nicht astronomischer Art, die selbstverständlich aber im Sonnenschiff astronomische, mythologische Bezüge haben kann. Nun weg zur Himmelsscheibe, von der Himmelsscheibe. Sie haben unheimlich viel Archäastronomie gemacht und was mir an Ihren Forschungen immer gefallen hat, dass die nüchtern sind. Wenn man in das Netz schaut oder zur Stonehenge-Literatur liest, dann liest man bei Stonehenge zum Beispiel immer große und kleine Mondwänden seien zu beobachten und vieles andere. Und fast überall, wo man Archäastronomie betreibt, rekurriert man auf den Mondlauf. Sie selbst haben den Mondlauf nie in Verbindung gebracht mit prähistorischen Monumenten wie Stonehenge, Newgrange oder anderen Dingen. Sie haben den Mondlauf eigentlich immer außen vor gelassen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ein Teil meiner Forschung nicht nur eben die Archäastronomie betrifft, sondern eben auch rezente bäuerliche Astronomie aus Litauen und Afghanistan und wo auch immer. Und da ist mir nie aufgefallen, dass der Mondlauf eine Rolle gespielt hat, in dem Sinne, dass es Mondwenden gibt. Natürlich war der Mond wichtig für Vollmond, Neumond und so weiter, aber diese Extrempunkte, die der Mond in der Tat erreichen kann und die im Prinzip sicher in der Steinzeit schon bekannt waren, die sind aber nie so scharf ausgeprägt, dass man da das große Mondwendefest feiern kann oder ähnliches. Und deswegen habe ich eben diese Mondextreme, die Mondwenden immer außen vor gelassen. Ich kenne auch kein völkerkundliches Zeugnis, wo diese Mondwenden in Extremum sozusagen gefeiert oder verkörpert sind. Warum? Weil die selten auftreten oder schwer zu beobachten sind oder nicht so scharf zu beobachten sind? Die sind nicht so scharf zu beobachten. Also wenn ich eine Sonnenwende verfolge, dann kann ich Tag für Tag sehen, wie die Sonne langsam einer gewissen Endmarke, siehe Gosek oder Himmelsscheibe, zusteuert, diese kurz berührt und dann nach der Wende wieder zurückgeht. Wenn ich eine Mondwende habe, die nur alle 18,6 Jahre eintritt, dann macht der Mond in der Tat ist in Bereichen tätig, wo die Sonne nicht hinkommt, aber in einer völlig erratischen Weise, weil einfach der Mond sich so schnell am Himmel bewegt, dass das meiner Meinung nach dem vorzeitlichen Menschen nie zum Anlass geführt hätte, dort ein großes Fest zu feiern oder ähnliches. Das war einfach ein erratisches Verhalten, was er zur Kenntnis nahm, aber meiner Meinung nach nicht besonders gefeiert hat. Das heißt eigentlich, für vorgeschichtliche Astronomie ist zuallererst die Horizontastronomie der Sonne wichtig. Die Horizontastronomie der Sonne, und zwar von Völkern, die bewegt waren, also Altsteinzeit. Erst später, als dann eben die Horizontmale, wie im Fall der Himmelsscheibe, Kyffhäuser und Brocken, sozusagen fix waren, weil die Scheibe fest war oder der Bauer saß immer am gleichen Ort, erst dann wurden die Horizontmale wichtig und damit eben auch der Jahreslauf der Sonne, der beispielsweise in dem Sinne bei den australischen Eingeborenen nie eine Rolle gespielt hat. Die australischen Eingeborenen haben immer nur Fixsternauf- und Untergänge für Aktivitäten ihrer sammlerischen und jägerischen Tätigkeit gesehen, weil sie eben diese Fixsternphänomene von jedem Ort Australiens im Prinzip immer gleich sahen. Also wenn sie hin und her zogen, dann waren die Phänomene die gleichen. Ein Horizontmal wäre sofort weg gewesen, wenn die Ureinwohner nur 10 Kilometer weitergezogen wären. Also die Horizontastronomie ist bäuerlich und was auffällt ist, dass in den verschiedensten Kulturen offenbar der Zufall zwischen Sonnenuntergang zur Sommer- oder Wintersonnenwende und dem Beobachtungsstandpunkt eine große Rolle spielt. Also wenn zum Beispiel bei Stonehenge so eine
glaziale Schleifspur in der Landschaft ist, die so eine Art Rinnensystem oder Rillensystem bildet in der Landschaft morphologisch, dann wird das sozusagen wahrgenommen und dort Stonehenge hingebaut. Also man nimmt sozusagen, oder in Delos, ihre Forschungen zum Apollon-Heiligtum, man nimmt sozusagen Horizontmarken auf, wo die Sonne sich wendet. Man hat die Natur damals in ihrer Gänze wahrgenommen. Und natürlich solche Schleifspuren, wie sie jetzt in Stonehenge gefunden wurden, die rein geologisch erzeugt wurden, die aber zufällig in die Richtung der untergehenden oder aufgehenden Sonne weisen, wurden natürlich als Anzeichen des Himmels genommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man Stonehenge genau dorthin gesetzt hat, wo diese Schleifspuren auf die aufgehende Sonne zur Sommersonnenwende hinwiesen. Und mit Bergkuppen ist es ja auch häufig so. Mit Bergkuppen ist es auch häufig so. Gerade Berge, die eine schöne Gestalt haben, wie etwa der Desenberg in Nordrhein-Westfalen oder auch auf Delos, dann diese beiden Berge, haben die Menschen natürlich immer veranlasst, die Berge mit dem Himmel in Bezug zu setzen und eben dann die ewig gleichkreisende Sonne mit der Ewigkeit der Götter und so weiter und den Bergen ins Benehmen zu setzen. Und deswegen sind die Berge für festsitzende Kulturen immer von großer Bedeutung gewesen, für die australischen Ureinwohner nicht, jedenfalls nicht astronomisch. Wenn ich Sie richtig verstehe, sind für die australischen Ureinwohner oder für Jäger und Sammler ist der Mond wichtig und mit dem Mond hat man automatisch den Mondmonat und für die Bauern ist letztlich das Sonnenjahr wichtig. Ja, weil der Mond eben in kürzeren Perioden ganz stark seine Gestalt ändert, was der Jäger und Sammler sofort beobachten kann. Der Bauer selber ist natürlich durch die Jahreszeiten viel stärker an die Sonne gebunden. Und so könnte ich mir vorstellen, dass in den frühen Phasen der Mond wichtig war, dessen Wortbedeutung ja auf das Wort messen auch hinweist, wenn in späteren Phasen die Sonne wichtiger wurde. Und so kann man vielleicht verstehen, dass dann eben auch in Nebra plötzlich die Sonnenhorizonte dazu kamen, die sozusagen eine verzögerte Abfolge dessen darstellen, was der Mensch kulturhistorisch erlebt hat von der Altsteinzeit bis in die Bronzezeit. Und wenn man aber nun so ein Bauer ist und man hat das Sonnenjahr, man kann aber den Mondmonat nicht benutzen. Das heißt, die Woche und der Monat klappt nicht, weil ja das Sonnenjahr etwas länger ist als das Mondjahr. Das ist da eigentlich wahnsinnig unpraktisch. Man muss letztlich immer die Tage im Sonnenjahr mitzählen. Oder man muss die Plejaden als Untergangssterne benutzen, die aber vielleicht an den 2 Tagen gerade bedeckt sind. Das Bestreben muss doch eigentlich dorthin gehen, dass man Mond und Sonnenjahr in Konnex bringt. Das ist in unserem westlichen Denken vielleicht richtig, aber denken Sie an den Islam, der hat heute immer noch das Mondjahr. Das Sonnenjahr ist natürlich für die Geschäftsberichte und so weiter auch wichtig, aber der religiöse Kalender des Islam, der Ramadan und was auch immer, richten sich streng nach dem Mond, weswegen sich das ja jedes Jahr um 11 Tage verschiebt. Also man muss auch bei Hochkulturen wie dem Islam davon ausgehen, dass sie den Unterschied zwischen Sonne- und Mondjahr zwar kennen, selbstverständlich, aber eben zumindest in ihre religiösen Dinge nicht einbauen. Das ist ja bei uns auch so. Ostern ist ein bewegliches Fest, genau. Also und Weihnachten ist ein festes Fest. Also gerade im Christentum oder im westlichen abendländischen Kulturbereich haben wir also sozusagen eine Mischform. Der Monat ist ja bei uns nur noch ein mitgeführtes Element aus alter Zeit. Der Monatsbeginn hat keinen Bezug mehr zu den Mondphasen. Wenn er im Islam sehr wohl Bezug hat, nämlich der erste eines Monats ist in dem Zeitpunkt, wo die junge Mondsichel zum ersten Mal am westlichen Abendhimmel zu sehen ist. Also gerade unser westlicher Kalender zeigt sozusagen beide Sachen, während der islamische Kalender den Mondkalender pur zeigt, wenn auch natürlich die Sonne wichtig ist, denn die Gebetszeiten tagsüber richten sich natürlich nach dem Sonnenstand. Das heißt also, das Sonnenjahr, wenn man jetzt einen alten römischen Kalender teilt, da kann man sozusagen diesen Horizontlauf teilen, man kann das Sonnenjahr metrisch teilen. Und sagen Sie mal, unsere Feste, haben wir den Eindruck, liegen ja immer noch auf den alten Festen. Also Weihnachten ist ja eigentlich immer noch Wintersonnenwende. Also unsere Feste spiegeln in gewisser Hinsicht auch die vorchristlichen Feste wider. Zum Beispiel gibt es diese Feste wie Maria Lichtmess Anfang Februar. Das ist aus dem keltischen Kulturbereich, aber auch sicher bei uns gängig gewesen. Imbolc heißt das. Dann Halloween, darf ich mal sagen, das Herbstfest aller Heiligen, Totensonntag und so weiter. Das war dann das Samhain und natürlich auch vor allen Dingen unser 1. Mai.
Beltane, was praktisch von Irland bis Litauen überall gefeiert wurde, etwa um den 24. April bis zum 1. Mai. Man darf sich nicht so vorstellen, dass die Feste alle in Alteuropa am gleichen Tag gefeiert wurden. Natürlich abhängig von der Vegetation und so weiter wurden sie durchaus in einer gewissen Spanne gefeiert. Und ich habe es bei afghanischen Denkmälern gesehen, wenn mal ein Sonnendenkmal nicht genau ausgerichtet war, weil die Bauern es nicht so genau konnten, dann wurde eben 2 Tage länger gefeiert und das war es dann nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm, nein. Aber letztlich ist das Jahr metrisch aufgeteilt in Feste. Ja, das Jahr ist aufgeteilt zunächst einmal in die Hauptpunkte, nämlich Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, Frühlingsbeginn, Herbstbeginn und dann eben ziemlich genau dazwischen in diese 4 Feste, 1. Mai oder Beltane, die uns aus dem irischen, gälischen Kalender noch gut bekannt sind. Und so könnte man ja auch den Horizontdurchlauf letztlich aufteilen. Ja. Wie sehen Sie eigentlich die Entwicklung der Archäoastronomie? Am Anfang in England völlig akzeptiert, aber wie ich finde, mit wahnsinnigen Spekulationen, zum Teil, wenn man das zu Stonehenge liest, fast schon übertrieben, in Deutschland eher belächelt. In Deutschland eher belächelt, das stimmt, eben bis es zur Auffindung der Himmelsscheibe von Nebra kam. Da haben die Leute zum ersten Mal gesehen, eben weil es so eine Dichtigkeit an Informationen ist, in einer wunderschönen künstlerischen Form, dass hier das Interesse des vorzeitlichen Menschen an Sonne, Mond und Stern durchaus vorhanden war. Mich hat das gar nicht überrascht, denn ich mache ja seit vielen Jahren auch die Tiernavigation und im Tierreich ist ja die Orientierung nicht nur, aber auch nach Sonne, Mond und Stern sehr ausgeprägt. Man denkt an die Zuckvögel, die Brieftauben und auch eben Ameisen in der Sahara und dann schließlich meine Seehunde im Kölner Zoo. Sagen Sie mal, wie sehen Sie jetzt den weiteren Verlauf der Archäoastronomie? Wo wird die Forschung hingehen? Wie wird man weiter forschen? Was sind Ihre Interessen weiterhin? Meine Interessen weiterhin ist zum Beispiel oder liegt in der Frage begründet, wie eigentlich kommt der Mensch dazu, gewisse himmlische Phänomene als wichtig zu erkennen. Es ist völlig klar, beim Sonnenlauf, Sommersonnenwende kann man jedes Jahr das gleiche Phänomen sehen. Man könnte einen Pflock einschlagen und siehe da, die Sonne wird im nächsten Jahr auch den Pflock wieder erreichen und so weiter. Bei anderen Phänomenen, gerade die mit dem Mond zusammenhängen, wir sprachen über die Mondwenden, ist es wesentlich schwieriger, dieses Phänomen als solches zu erkennen. Und die Frage, die sich mir stellt und der ich jetzt auch nachgehe, ist, wie lang sind die Vorlaufzeiten für ein solches Phänomen als wichtig erkannt zu werden? Und die müssen sehr groß sein. Gerade jetzt ist eine Doktorarbeit fertig geworden über den Kodex Dresden, eine Maya-Handschrift. Und da glaube ich, aus gewissen Indizien zu sehen, dass die Vorlaufzeiten sicher manchmal bei über 1000 Jahren liegen. Also das heißt, dass man vor 1000 Jahren ist irgendetwas aufgefallen und dann braucht es aber diese lange Zeit von vielen Jahrhunderten, um das sozusagen zu kodifizieren und festzumachen. Und deswegen ist eben auch meine Erwartung, dass das, was wir in der Himmelsscheibe von Nebra sehen, das ist eben auch nicht gerade gestern gefunden worden, sondern eben auch ein jungsteinzeitliches Erbe. Die Himmelsscheibe ist in ihrem Charakter jungsteinzeitlich. Und was für einen Fund würden Sie sich wünschen, Herr Schlosser? Sie sind jetzt überrascht worden mit der Himmelsscheibe. Was würden Sie sich sozusagen als nächstes wünschen? Eine zweite Himmelsscheibe. Denn da könnte man sehen, ob man richtig liegt oder nicht, oder ob es damals noch andere Gedanken in der Bronzezeit gab, die uns heute in der Archäoastronomie weiterhelfen. Und ganz zum Schluss, wir haben ja, oder die Kollegen in den USA haben ja eine Scheibe sozusagen ins All geschickt, nämlich die Pioneer- oder Voyager-Scheibe, wo wir kodiert unser Wissen der jetzigen Zeit 40.000 Jahre ins All schicken, damit eine extraterrestrische Zivilisation möglicherweise das kodiert. Ich fand das eigentlich ganz faszinierend, diese beiden Scheiben. Sie haben die beiden Scheiben verglichen. Da gibt es eine Ähnlichkeit der Idee, oder im Prinzip? Da ist durchaus eine Ähnlichkeit der Idee, nämlich ein Wissen, was zu einer Zeit da war, Bronzezeit, in der Himmelsscheibe von Nebra oder in der Voyager-Sonde, dann eben unsere heutige Zeit, einer zukünftigen Generation zu übermitteln. Man weiß nicht genau, wird sie gefunden, wird sie nicht gefunden, aber ich denke schon, in der Himmelsscheibe wie auch in den Voyager-Sonden und der entsprechenden Schallplatten, in Anführungsstrichen, ist der Wunsch gewesen, von einer Zeit Kenntnis zu geben in die Zukunft, entweder für die Götter als Opfergabe Himmelsscheibe oder für eine andere Zivilisation im Weltenraum durch die Voyager-Sonden. Dankeschön, Herr Schlosser. Danke auch.